einander im Gänsemarsch und in der Mitte zwischen den Schienen gehen. Natürlich die Gruppe niemals verlassen und bitte etwaige Kabelleitungen oder ähnliches nicht anfassen. Und für diejenigen, die größer sind als ich, also ausgenommen von den Kindern, fast jeder, bitte etwas auf euren Kopf aufpassen. An manchen Stellen müsst ihr euch eventuell etwas ducken. Und wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, bitte einfach drauf losfragen. Okay, so once again, look out. We are now standing in front of the Christina Gallery, which was opened up in 1719, and we are here at a sea level of 928 meters and 420 meters above Lake Hallstatt. We will then walk 350 meters into the mountain. After 200 meters, there is the salt boundary. Along these 350 meters, we can see 7 different kinds of timbering. Like, for example, in the beginning, we have shotcrete construction, or later on, also the German wood construction. So that we are safe on our tour, please mind, as we walk in through the gallery, please always go close to each other in a row and in the middle, in between the rails. Of course, never leave the group, and please do not touch any wires, cables, or pipes. And for those who are taller than me, so almost everybody, please mind your head. At some points, you might have to duck your head. And if you have any questions, of course, don't be scared to just ask. So then, let's immerse into our world of salt. Also, meine Herrschaften, hereinspazieren. เดินในแถวไประวังจะเดินระวังด้วยแล้วกันเราต้องเดินเป็นแถวเราต้องเดินเฮ้ยมืดจับอะไรไม่ได้เลยถ้าอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ตลอดเวลาเดินเลยครับเดินเลยครับเดี๋ยวเก็บถ่ายด้วยเราต้องอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอเดินเลยนิกกี้เราต้องอยู่ตรงกลางเราห้ามอยู่ตรงไหนเราต้องอยู่ตรงกลางนิกกี้ฟ้าระวังหัวระวังหัวเสื้อม่วงเสื้อฟ้าเสื้อแดงHätte gar nicht aus. Nur ein bisschen durch Stunde. Ich will gar nicht gerade im und vergehen. Ich glaube, das geht man sich nicht nach aus. Das war ein bisschen Sport. Oder Mali. ไม่น่ากลัว น่ากลัวหรอก ที่นี่แคบด้วยมืดด้วยมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ด้วย
willst, der Rosen liegt da drin.เดินในนี้เดินคนนี้เดินถึงแล้วถึงแล้วถึงจุดที่ไม่น่ากลัวแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ Jetzt gehen wir schon langsam hoch. Alle die Türe etwas hochhalten für die Person nach euch. Everyone, please hold the door for the one after you. Hold the door. ที่นี่มันแค่ตัว ว้าวดูตรงนี้ที่เขากดโอ้สไลเดอร์ You don't have to slide if you don't want to. You look there are stairs as well. You can go stairs too if you don't want to เดินลง slide. บันไดก็ได้ It's okay, Nikki. You can walk down. You didn't show. You can walk down. Everybody, please come closer again and move over until the very right inside the corner that everybody finds a good place in the end. Genau. Also alle schön eng zusammenstellen, bis ganz nach rechts rüber in die Ecke hinein, damit dann alle Platz finden. ขอนั่งตรงนี้นะนั่งแบบตัวอย่างตัวอย่างนี้นี่ไงดูรูปภาพก๋วยเตี๋ยว Nee, das schaut ein bisschen aus, wenn es bergauf geht, aber in Wirklichkeit ist es flach. ใครเป็นผู้กล้าลงก่อน So, genau. Also bitte alle so nah wie möglich kommen. Stützt euch ruhig noch ein bisschen weiter nach rechts in die Ecke hinein, damit dann alle Platz haben. Schön eng zusammenstellen. Everybody, please come as close as possible and move over until the very right inside the corner that everybody finds a good place in the end. เข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อย พี่ใหญ่ลงเลยอย่างฟังอธิบายก่อน Jetzt sollten wir เอาละครับ เดี๋ยวเราจะลงสไลเดอร์แล้วนะครับ เตรียมตัวให้พร้อม vollzählig sein. Ja, ruhig, alle da. Everybody's here. Okay. ได้ So, please, come as close as possible. Passt. Also, meine lieben Leute, wir befinden uns jetzt bereits 85 Meter unter der Tagesoberfläche. Und wir sind hier im sogenannten 7. Horizont. Horizonte kann man sich vorstellen wie Stockwerke in einem Haus. Unsere Führung wird uns durch den 7. und 6. Horizont geleiten. Insgesamt haben wir hier in Hallstatt 12 Horizonte. Und alle anderen Horizonte sind immer noch aktiv im
Salzabbau. Einen Horizont über uns ist der sogenannte Kaiser-Josef-Horizont. Und dieser Horizont ist ziemlich bekannt für diesen Berg, weil dort der Mann im Salz entdeckt wurde. So, now we are already 85 meters underneath the surface and we are here in the so-called 7th horizon. A horizon you can imagine like a floor in a house. Our tour will guide us through the 7th and the 6th horizon. All over, here in Hallstatt, we have 12 horizons. And all the other horizons are still active mining horizons. One horizon above us is the so-called Emperor Joseph horizon. And this horizon is quite famous for this mountain because there the man in the salt was found. So, und wie ihr sehen könnt, stehen wir bereits vor unseren ersten Rutschen. Diese Rutschen sind nicht nur Touristenattraktionen, sondern wurden anno dazumals errichtet und benutzt von den Bergmännern, um schneller in tiefer gelegene Horizonte zu gelangen. Damit auch wir unten sicher ankommen, bräuchte ich jetzt mal 2 Freiwillige, im besten Fall 2, die mich verstehen. Ihr könnt euch gleich zu zweit aufsitzen. Dann zeige ich euch, was es zu beachten gibt. Genau, spitze. Also, aufgepasst, wie ihr sehen könnt, bitte auf der Rutsche Platz nehmen. Ein Bein links und ein Bein rechts, nicht oben drauf. Ganz wichtig, die Beine nach vorne strecken und die Füße abheben vom Boden. Mit den Füßen bitte den Boden nicht berühren. Dann etwas zurücklehnen und die Arme zum Körper, entweder zu der Brust oder in den Schoß. Wenn ihr zu zweit rutscht, was besser ist, also bitte, wenn möglich, alle zu zweit rutschen. Dann umarmt die Person hinten, die Person vorne unter den Armen und hält sich dort recht fest. Und jetzt das Wichtigste beim Rutschen überhaupt, bitte genau zuhören, ist nicht bremsen. Keine Angst, der Auslauf der Rutsche ist lang genug. Ihr werdet also von selber zum Stehen kommen, aber bitte nicht bremsen. Wenn man nämlich bremst, dann könnte man nach vorne überfallen. Das wollen wir nicht, deswegen bitte nicht bremsen. Wenn ihr am Ende der Rutsche angelangt seid, bitte den Auslauf der Rutsche sofort verlassen und vorgehen bis zum kleinen Kreis aus Salzsteinen. Da werden wir dann weitermachen. Und natürlich, keiner von euch muss rutschen. Ihr könnt auch die Stiege hier auf der rechten Seite verwenden. Allerdings ist Rutschen um einiges lustiger als Stirnstein. Also würde ich sagen, wir rutschen alle. Und wenn das Licht grün ist, dann geht's los. Okay, so as you can see, we are already standing in front of our first slides. These slides are not just tourist attractions, these were built and used in former times by the miners to get faster into lower horizons. Therefore, I have some safety instructions for you. So, as you can see, have a seat on the slide, one leg left and one leg right, not on the top. Very important, stretch your legs to the front and lift your feet up from the ground. Do not touch the bottom with your feet. Then lean back a little bit and put your arms close to your body, either to your chest or to your legs. If you go in a couple of 2 persons, which is better, so please, if possible, always go together because it's always better together. Then the person in the back hugs the person in the front underneath arms and holds very tight. And now the most important part about sliding, please listen closely, is do not break. Don't worry, the end of the slide is long enough, so you will stop by yourself, but do not break, because if you break, you could fall over to the front. So don't break, and everything's gonna be all right. Once you're down at the end of the slide, please leave the end of the slide immediately and walk forward until the small circle of salt stones. There, we will continue. And of course, no one of you has to slide. You can also use the stairs to your right. But sliding is much more fun than walking stairs. So, I would say we should all slide. And if the light is green, we are ready to go. So, the first ones can already have a seat over here as well. Also, die können auch schon hier Platz nehmen. So, Mädels, ihr seid bereit? Dann viel Spaß. Bye, 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 bye. Jawohl, Spitze. เขาบอกว่าทางที่ดีก็คือไปคู่นะฮะเผื่อว่าคนหนึ่งช่วยชะลอแต่อย่าเบรกนะฮะอย่าเบรกอย่าเบรกไปแล้วก็แขนข้างตัวใครที่ไม่กล้าก็เดิน And the ones who don't want to slide, you can also already use the stairs. ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะมาเลยครับฝั่งนี้เลยถ้าเกิดใครไม่กล้าก็เดินลงบันไดได้นะครับใครไม่กล้าเดินลงบันไดถ้าไม่ลงก็ครับไปคู่แล้วก็กางขามือชิดลำตัวนะครับมือชิดลำตัวมือชิดลำตัวไว้
สบายครับสบายก็เหมือนเล่นบันไดลื่นกระดานลื่นนะครับการขามือชิดตัวมือวางชิดตัว And everybody, leave the end of the slide immediately. ไปเลยครับใครไม่กล้าก็เดินลงบันไดรอนิดนึงไฟเขียวดูไฟเขียวสัญญาณก่อนลงเลยครับโอเคกล้าไหมคุณปุ๊ก Put your feet up. ก็ไม่ให้มันค่อยๆลงเพราะตรงนั้น ยกขาขึ้นนะคะตัวเอียง Perfect. เอาฟ้ายกขาขึ้นก็คือ ๆยกขาตัวเอียงนิดนึง นะครับแล้วก็แขนชิดลำตัวย กขาขึ้นไปยกขาขึ้น Wait a minute. รอตรงนี้ก่อน โอ๊ยไปไกลไว้เอายางเดี๋ยวพึ่ง ล้างขานิดนึงให้ตัวน่องไม่อยู่ตรงระหว่าง โอเคเลย ไม่เขาต้องรอเดี๋ยวเราไปเขียวเราไปคู่โอเคชิดต้องชิดกันไหวว่ะมันก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปคู่เลยเคยได้ยัง โอเคใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวลงไปก่อนลงไปพร้อมกันไม่ต้องก่อนเดี๋ยวก่อนรอ Slide immediately, please. โอเคเยอะยังหน่อยโย่เพราะตอนนี้มันจะเป็นทางขึ้นโอเคไม่น่ากลัวอย่างที่คิดโอเคครับหนุกหนานครับเนี่ยเหมือนปัดไตขัดไม้ลึกเกลือเค็มมากอ้อมชิมEs geht schon wieder weiter. Also, wir befinden uns jetzt bereits mitten im Berg. Wir sind hier im sogenannten Edlersberg. Vor uns können wir verschiedene Farben an Salzsteinen sehen. Aber Salz an sich hat überhaupt keine Farbe, sondern ist durchsichtig. Die Farben, die wir hier sehen können, entstehen durch Beimengungen verschiedener Mineralien. Wie zum Beispiel, wenn der Salzstein sehr rot ist, dann ist sehr viel Eisen darin enthalten. Das Eisen beginnt zu rosten und somit färbt sich das Salz rötlich. Oder wenn er weiß ist, dann ist sehr viel Magnesium drin. Außerdem können wir alle das Meeresrauschen im Hintergrund hören. Das soll uns alle daran erinnern, dass alles Salz der Welt, auch hier mitten im Berg, aus dem Meer stammt. Aber wie das genau zustande gekommen ist, werden wir später noch erfahren. So, now we are already in the middle of the mountain. We are here in the so-called Edlersberg. We can see different colors of soapstones in front of us, but salt itself has no color at all. You can see through it like glass. The colors we can see here appear because there are other minerals mixed with. Like, for example, if the soapstone is very red, there's a lot of iron in it, and the iron begins to rust, so the salt turns red. Or if it's white, there's a lot of magnesium in it. Also, we can all hear the sound of the ocean in the background. This should remind us all that all the salt of the world, even here in the middle of the mountain, comes from the sea. But how that works, we will see later on. Now, we will go to our next station in history, therefore please mind, of course you can make as many photos as you want, but please do not use any flashlights anymore, because of the high humidity inside here, the technique is quite sensitive.
turn off your flashlight. Also, wir werden jetzt weiter schauen zur nächsten Station in unserer Geschichte. Dafür bitte ich euch, ihr könnt natürlich so viele Fotos machen, wie ihr wollt, aber bitte ohne Blüte. Aufgrund von der hohen Luftfeuchtigkeit hier drinnen ist die Technik an manchen Stellen etwas sensibel. Also bitte Licht ausschalten. Und dann schauen wir weiter. Oh, let's go. เขาบอกไม่ให้ใช้แฟลชถ่ายรูป So, everybody, please have a seat and make yourself feel comfortable. Alle bitte Platz nehmen und gemütlich machen. Immer schön schauen, wo man hinsteigt, dass keiner fällt. Please always watch your steps so nobody falls. Genau, sucht euch einen Platz aus. Wir haben genug Platz für alle. Enough free seats for everyone. So, und die Glücklichen in der letzten Reihe, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, hinten auf die Lehne draufsetzen. So, the lucky ones in the last row, if you want, you can sit on top of the bench. Passt, alle wieder da, alle einen Platz gefunden. Jawohl, sehr gut. Also, jetzt wo wir bereits mitten im Salzberg der Karstadt sind, das älteste Salzbergwerk der Welt mit über 7000 Jahren. Und was in diesen 7000 Jahren hier und anderswo auf der Welt passiert ist, werden wir uns jetzt in einem kurzen Film anschauen. So now that we are already in the middle of the salt mines Hallstatt, the oldest salt mines of the world, with over 7,000 years. And what happened in these 7,000 years here and elsewhere in the world, we will see now in a short movie. And once again, please, no flashlights, bitte keine Blitz, Dankeschön. Thank you. Die Jungsteinzeit. Das Klima wird warm und mild und ausgedehnte Wälder breiten sich in den alpinen Regionen aus. Nun werden die Menschen sesshaft und betreiben Ackerbau und Viehzucht. Und sie hinterlassen Spuren, wie diese Hirschhornhaue, mit der wahrscheinlich schon damals Salz abgebaut worden ist. Tief im Inneren des Berges, vor 7000 Jahren, im Hallstätter Salzberg. Regiert bereits die 18. Dynastie. Gemahlin des Pharaos Echnaton ist die berühmte Nofretete. Etwas nördlicher entsteht die kretisch-mykenische Kultur. Und im Salzberg von Hallstatt wird Salz gewonnen. Bronze, ein neues Metall, erleichtert den Bergleuten die schwere Arbeit unter Tage. 300 Meter tief dringen sie bereits in den Berg vor. In Felssäcken wird das gebrochene Salz an das Tageslicht gebracht, Stein für Stein, Mann für Mann und unter spärlicher Beleuchtung aus Kienspänen. Einfach ist auch die Kleidung, Stoffe aus Wolle und Leinen, kegelförmige Mützen als Kopfbedeckung und Schuhe aus Fell und Leder. In Südeuropa wird der Sage nach durch Romulus und Remus Rom gegründet. Und in Mitteleuropa bahnt sich eine Kulturwende an. Eisen beginnt die Bronze abzulösen. Vorerst beschränkt sich seine Verwendung auf die Herstellung von Waffen und Werkzeugen. Ein wirtschaftlicher Aufschwung verbindet die Kulturen des Mittelmeeres mit den Alpen und der Ostsee. Und in Hallstatt wird Salz gefördert, immer mehr. Die Abbauspuren bleiben erhalten, scheinbar als Symbol. Salz
das Herz des Berges. Dem Salz verdanken diese vorzeitlichen Menschen ihren Wohlstand, ihre Arbeit, ihre Künste, ihre Vorstellung von Leben und Tod und ihr Glaube stehen für eine Epoche der Menschheitsgeschichte, die Hallstattzeit. Das Hallstätter Gräberfeld ist ein Einblick in die Lebenswelt dieser Menschen durch das Tor des Todes. Der Anfang, die Quelle des Reichtums im Berg und das Ende. Salz hat den Bogen des Lebens dieser Menschen geprägt und bestimmt ihn noch heute, 7000 Jahre lang. Der Berg ist derselbe und in ihm liegt die Geschichte der Bergleute verborgen, wie auch das Schicksal des Mannes im Salz. Doch nun reisen wir noch weiter zurück, in eine Zeit, wo es keine Alpen, kein Mittelmeer und noch keinen Salzberg gibt. In das Erdaltertum, 250 Millionen Jahre zurück. Also, wie bereits erwähnt, werden wir uns jetzt vorstellen, wir reisen zurück in die Zeit. Und zwar 250 Millionen Jahre zurück. Und dort werden wir uns anschauen, wie das Salz in den Berg gelangt ist. So, as already mentioned, we will now imagine to go back in time about 250 million years ago until the early history of Earth. And there we will have a look how the salt got into the mountain. So everybody, please follow me. Bitte alle mir nach.ดูที่มาก่อนระวังประตูครับSo everybody, please place yourself around the fence, the small ones to the front, the tall ones in the back, so the kids to the very front in the big trees, and then the green ones, and so on and so on. So who is your little blue one, right? You have to go. Now kids to the very front in the big trees. Also bitte alle langsam aufstellen, kleinen vorn, großen hinten, dann zieht jeder nach vorne in die Mitte. Genau. Stand quite close to each other again. Schau, du kannst ja ganz vorne in die Mitte stellen, da kannst du die hinten schön durchdrängen, wie mir es geht. So, tall ones in the back, small ones in the front, please. Even if you stand in the back, you will still have room over here. So, jetzt wo wir uns vorstellen, wir sind zurück in der Zeit.